and put the micro up as high as possible. Ja, danke. Liebe Zuhörende, mein Thema heute ist raus aus Öl und Gas, Dekarbonisierung. Dekarbonisierung, ich glaube, das brauche ich in diesem Kreis hier nicht sagen. Dekarbonisierung ist neben der Energieeinsparung gesellschaftspolitisch derzeit ein sehr, sehr wichtiges Thema. Der Vortrag heißt Raus aus Öl und Gas, bereit für das erneuerbare Wärmepaket mit Enefit-Sanierung. Was das bedeutet, werde ich im Vortrag darauf eingehen. Ja, es freut mich, dass ich die Regelungen für Österreich hier vorstellen darf. Ich finde, dass international Österreich ein sehr gutes Best-Practice-Beispiel ist. Ich werde noch einen kurzen Ausblick machen auf die Europäische Union, was hier bevorsteht. Ganz zentral in Österreich für den Gebäudebereich ist das Erneuerbare Wärmegesetz. Das Erneuerbare Wärmegesetz regelt die Wärmebereitstellung bei Neubauten. Also Wärmebereitstellung heißt Heizung, Warmwasser, alles, was mit Wärme zu tun hat, und für Neubauten, also nicht für Sanierung, war mal vorgesehen, wird vielleicht über die EU-Regelungen wieder kommen, aber für Neubauten gilt das. Das Gesetz gilt seit 29.02.2004, also seit knapp über einem Monat ist es gültig und verbietet in Neubauten die Errichtung von Anlagen mit fossilen Brennstoffen. Das heißt, wir dürfen in Neubauten ab jetzt keine fossilen Energieträger mehr einbauen. Das ist ein sehr wichtiger erster Schritt zur Dekarbonisierung. Es gibt hier ja eine kleine Ausnahme mit einem Inselbetrieb, aber grundsätzlich ist das in Österreich ab jetzt verboten. Ja, jetzt gerade kommt unsere Ministerin, die für das zuständig ist, die Leonore Gewessler, hinein. Die hat sich mit sehr großem Engagement für das erneuerbare Wärmepaket eingesetzt und hat es aus meiner Sicht gut verhandelt, auch wenn wir uns natürlich mehr wünschen würden und sie wird im Anschluss noch an uns sprechen. Ich möchte aber noch mal auf den zweiten wesentlichen Punkt im Erneuerbaren Wärmegesetz zu sprechen kommen, der auch für uns relevant ist. Und zwar, es wurde der Begriff qualitätsgesicherte Fernwärme eingeführt. Dieser Begriff ist sehr wichtig, weil der für Förderungen sehr relevant ist. Förderung ist ja ein sehr wichtiger Hebel und Förderungen bekommen wir nur dann, wenn wir uns an eine qualitätsgesicherte Fernwärme anschließen. Wir wissen, dass die Fernwärmen in Österreich, wenn wir die Landeshauptstädte anschauen, zumeist 70 bis teilweise sogar 100% mit Gas betrieben werden, also noch weit weg sind von der Dekarbonisierung. Aber eine qualitätsgesicherte Fernwärme ist es dann, wenn es zumindest 80% aus erneuerbarer Energie besteht oder wenn die Fernwärme sich einem verbindlichen Dekarbonisierungsplan verpflichtet, wo bis 2035 dauerhaft 80% aus erneuerbaren Energieträgern hat. Mit anderen Bestimmungen, die es auch gibt, gibt es hier sozusagen wirklich einen Fahrplan, bei welchem Jahr wie viel Prozent die Fernwärme erreichen müssen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Wie schon angekündigt, betrifft das quasi die Förderungen, den Neubau. Es ist leider in der Sanierung die Dekarbonisierung nicht umgesetzt worden, aber wir haben jetzt natürlich eine Chance über die EU, dass das wieder kommen kann. Hier in der EU, für uns, für den Gebäudebereich, betrifft uns natürlich die EU-Gebäuderichtlinie. Die EU-Gebäuderichtlinie regelt sehr viele Dinge. Ich möchte mich jetzt hier nur auf den schrittweisen Ausstieg aus vielen fossilen Energieträgern bis 2040 konzentrieren. Wenn das die EU-Gebäuderichtlinie gilt, muss ja in allen Nationalstaaten dann verpflichtend umgesetzt werden, gesetzlich, wird dann ein Ausstieg bis 2040 möglich sein. Also bis Ende 2025 haben dann die Mitgliedstaaten Zeit, einen Plan vorzulegen, wie sie sich das länderweise vorstellen. Wie ist der Status? Das Europäische Parlament hat diese EU-Gebäuderichtlinie beschlossen. Es fehlt nur noch die Zustimmung vom Rat und wir hoffen, dass die in den nächsten Wochen erfolgt. Wie gesagt, hier würde dann nicht nur der Neubau, sondern würde auch der Bestand verpflichtend dekarbonisiert werden müssen. Jetzt nach den gesetzlichen Bestimmungen wieder zurück.
Zum erneuerbaren Wärmepaket. Das war quasi der Kompromiss, dass es nur im Neubau ist, aber dafür ein sehr tolles, umfangreiches erneuerbares Wärmepaket, auf das ich jetzt ein bisschen eingehen möchte und Beispiele bringen. Der Hauptpunkt sind Förderungen. Förderungen für den Wohnbau. Wohnbau heißt sowohl Einfamilienhäuser auch als mehrgeschossiger Wohnbau. Und einer der zentralen Punkte ist der Heizungstausch, also die Dekarbonisierung. Und hier bekommen wir in Österreich bis zu 75% Förderung vom Bund. Zusätzlich gibt es noch Bonusse für einen Gasherd raus, Tausch gegen Elektroherd, Niedertemperatur, Tiefenbohrungen, gibt es alles noch Bonusse dazu. Und, das ist vor allem das Tolle, es ist kombinierbar mit den Landesförderungen. Da werde ich noch Beispiele bringen, wie das ausschaut. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die soziale Treffsicherheit. Und das, finde ich, ist Österreich hier einen ganz tollen Weg gegangen, weil es gibt eine 100% Förderung für das untere Einkommensdrittel. Die Schiene heißt in Österreich sauber heizen für alle, gilt für alle, die in einem Einfamilien-, Zweifamilienhaus oder Reihenhaus mit Hauptwohnsitz wohnen, nur dass Sie ein bisschen Gefühl bekommen, was heißt unteres Einkommensdrittel in Österreich. Wenn wir jetzt hernehmen, ein Beispiel einer vierköpfigen Familie, 2 Erwachsene, 2 Kinder, dann ist das ungefähr ein Einkommen von 4.000 netto pro Monat. Also wenn Sie als vierköpfige Familie unter 4.000 € netto pro Monat verdienen, dann zählen Sie in Österreich zum unteren Einkommensdrittel. Und dann bekommen Sie bis zu 100% Förderung oder bekommen Sie 100% Förderung innerhalb der technologiespezifischen Obergrenzen. Das heißt, Ihnen wird die Dekarbonisierung bezahlt, wenn Sie in diesen Grenzen drinnen sind. Die Grenzen sind sehr unterschiedlich, je nach Technologie. Für eine Geothermie-Wärmepumpe sind die Grenzen natürlich höher als für eine ineffiziente Luftwärmepumpe. Unsere Erfahrung ist, dass wir mit diesen Grenzen eigentlich relativ gut auskommen. Das heißt, wir sind derzeit in der glücklichen Lage, diese soziale Verpflichtung auch zu erfüllen, dass Leute, die kein Geld haben, auch dekarbonisieren können. Ja, zum zweiten wichtigen Punkt vom erneuerbaren Wärmepaket neben der Dekarbonisierung ist natürlich die Energieeinsparung, die thermische Sanierung, auch wieder für den Wohnbau. Und hier gibt es bis zu 30% Bundesförderung und das ist auch wieder entscheidend kombinierbar mit den Landesförderungen. Ja, wir sind auf der Passivhaus-Tagung, kommen wir kurz zum Enefit-Standard. Wir haben ja gestern viele tolle Beispiele gehört, wie wir auf Enefit sanieren können. Enefit, vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, ist quasi der Passivhaus-Sanierungsstandard. Ein Teil ist natürlich die thermische Sanierung und das ist natürlich eine wichtige Basis für die Dekarbonisierung, also wenn wir raus aus Öl und Gas wollen. Der Enefit-Standard hat natürlich auch einiges mehr, unter anderem auch die Erzeugung von erneuerbaren Energien, also wirklich ein sehr guter Standard. Jetzt möchte ich Ihnen zum Abschluss ein Rechenbeispiel bringen. Ich bzw. wir sind aus Wien, das heißt, wir haben jetzt ein Beispiel für die Wiener Bestimmungen, möchte ich Ihnen vorrechnen. In Wien haben wir typischerweise einen mehrgeschossigen Wohnbau. Ich habe jetzt hier ein Beispiel gewählt mit 50 Wohneinheiten, also ungefähr 4.000 Quadratmeter. Zuerst gehe ich auf die Dekarbonisierung ein. Wir dekarbonisieren in dem Beispiel jetzt auf Fernwärme. Die Fernwärmekosten belaufen sich für den Anschluss, für die Zentralisierung, für die Wohnungen bei dem Beispiel auf 344.000 €. Und jetzt bekommen Sie Förderungen. Sie sehen in der ersten Zeile die Förderung für den Bund und in der zweiten Zeile sehen Sie die Förderung für den Land. Ich will jetzt nicht auf diese Rechenregeln oder wie das zu ermitteln ist eingehen. In letzter Konsequenz ist es eine Matrix, wo dann immer der niedrigere Wert zählt. Auf was ich eingehen möchte, ist das Endergebnis. Also ich habe immer eingeringelt, welche Werte zählen. Sie sehen, Sie würden hier Förderung von über 350.000 € bekommen. Das bekommen Sie nicht, weil die Kosten nur bei 344.000 € liegen. Aber Sie sehen, Sie können in dem Beispiel 100% gefördert werden. Wenn Sie jetzt sagen, das Beispiel ist fingiert, dann kann ich Ihnen sagen, unsere Erfahrungen, wir haben viele Projekte, ist, wir liegen immer irgendwo bei 80 oder 90% in Wien und auch nicht unüblich bei 100%. Also das ist schon wirklich ein sehr toller Anreiz. Ich meine, in dieser Runde brauche ich das nicht sagen. Wenn ich die Heizung tausche, ist es natürlich immer
effizient gleichzeitig zu sanieren oder vorher zu sanieren. Die Stadt Wien, wenn ich mir einen Exkurs erlauben darf, hat sogar eine Regel drinnen, dass sie die Dekarbonisierung nur fördert, wenn das Gebäude schon einen gewissen Energiestandard hat oder auf einen gewissen Energiestandard saniert wird. Beim Bund ist das offen, also beide Regelungen sehr okay. Aber wie gesagt, ein wichtiger Punkt, immer gleichzeitig machen. Wir brauchen Dekarbonisierung und Energieeinsparung. Was heißt das jetzt konkret? Wieder an dem Beispiel, bleiben wir beim selben Beispiel, mehrgeschossiger Wohnbau. Wir haben jetzt hier förderfähige Kosten von 2,4 Millionen Euro. Also das sind jetzt die Kosten für die thermische Sanierung der Außenhülle. Also da ist jetzt nicht dabei Balkon oder Lift oder solche Sachen, aber alles, was ich brauche, um die Energie zu reduzieren. Was habe ich dafür für Sanierungsmaßnahmen? Als Sanierungsmaßnahme habe ich, wie schon gesagt, angesprochen, den Enerfield-Standard, also die Passivhaus-Sanierung. Und mit der Passivhaussanierung erreiche ich natürlich die umfassende Klimaaktivsanierung. Das ist insofern sehr wichtig, weil die Bundesförderung, die höchste Förderstufe, zielt oder ist die umfassende Sanierung nach dem Klimaaktivstandard. Und es ist immer so, wenn Sie Enerfit sanieren, dann erreichen Sie immer den Klimaaktivstandard. Also Sie kommen immer in die höchste Förderstufe hinein. Ja, bringen wir wieder die Förderquoten, ganz kurz die Bundesförderung, ich gehe nicht aufs Detail ein, die Landesförderung, ich möchte auch wieder hier auf das Endergebnis eingehen. Sie sehen, Sie bekommen bei dem Beispiel fast 1,7 Millionen Euro an Förderung. Das sind 70%. Und das ist immer so, bei allen Projekten, wo wir sind, wenn wir Enerfit sanieren, dann bekommen wir immer 65 bis 70% Förderung in Wien. Also Sie sehen, vorher bekommen Sie 100%, jetzt also für die Dekarbonisierung, bei der thermischen Sanierung bekommen Sie 70%. Also das sind wahnsinnig tolle Sachen und da bin ich schon beim Schlussresümee. Wer jetzt nicht saniert, entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so umgangssprachlich sage, der ist dumm. Danke für die Aufmerksamkeit.